Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Sommerdüfte, Top 10 Sommerdüfte 2023. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Sommer steht vor der Tür. Ich zeige euch heute meine Top 10 Sommerdüfte für 2023. Ich mache natürlich wieder Nische und Designer in einem Video. Dazu kommen zwei außenstehende Düfte, mit denen ich anfangen werde, die es leider nicht geschafft haben, die trotzdem natürlich nice sind. Und ja, dann werden wir auch gleich anfangen. Aber bevor, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr auf dem richtigen Kanal und bleibt einfach hier. So, dann wollen wir mal anfangen. So, und der erste außenstehende Duft ist Versace Eau Fraiche in einem geilen Flakon immer noch. Und ich hatte auf TikTok ein Video über diesen Duft gemacht und habe gesagt, ihr könnt den in den Kühlschrank tun, dann kühlt euch ab. Auf TikTok verstehen die Leute das irgendwie nicht ganz. Ich finde das immer ganz lustig, dass auf jeder Plattform irgendwie wirklich andere Charaktere sind. Und ja, die haben gedacht, ich meine das als Scherz. Nein, in dem Fall nicht. Und dann gehen auch nicht die Duftmoleküle kaputt, weil im Winter bestellt ihr ja auch Düfte. Und dann kommen sie eiskalt an. Und ihr sollt ihn auch nur 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Das funktioniert wirklich und dann ist er cool, frisch und ja, Versace Eau Fraiche ist einfach ein Muss, bin ich der Meinung. Hat es aber nicht geschafft, weil die anderen eben besser sind. Aber ich erwähne ihn einfach nochmal. Dieses extrem fruchtig, extrem frische Opening plus eine leichte Süße, Zitrik natürlich, sehr, sehr nice. Versace Eau Fraiche. So, der nächste ist von Guerlain, wie ich mal eigentlich sage, und zwar L'Homme Ideal Cool. Ja, leider gibt es das nicht mehr. Das gab es auch nur ein Jahr, glaube ich. Er hat alle frischen Düfte eingestellt, kann ich nicht nachvollziehen, null nachvollziehen. Oh, und hier habt ihr einfach eine coole, kalte Frische mit Waldmeisternote. Wenn ihr diesen Duft bekommen könnt, also oft kann man die noch bekommen, er ist ein bisschen schwieriger, aber wenn, zuschlagen, im Sommer ein Muss. Auch es ist absolut schwierig für mich gewesen, die Top 10, weil hier wird, ja, wie gesagt, ja, in der richtigen Reihenfolge auch das gemacht und es war schwer. Ich saß eine ganze Weile und habe gedacht, wer kommt auf Platz 3, wer auf 4 und so weiter. Aber hier sehr nice. Leider ausstehen, aber ich zeige ihn euch, weil er auf jeden Fall das Potenzial hat. Es ist ein sehr geiler, frischer, sommerlicher Waldmeisterduft. Yes. Ja, sehr geil. So, jetzt kommen wir zu Platz 10. Platz 10 ist Allure Homme Edition Blanche von Chanel. Der sogenannte Zitronenkuchenduft. Ja, wenn ihr ihn aufsprüht, habt ihr komplett Zitronenkuchen. Boah, es ist einfach nice. Und wenn es warm ist, ihr müsst allerdings ein bisschen aufpassen. Da können sein, dass die Bienen kommen, beziehungsweise Wespen. Bienen gibt es ja leider nicht mehr so viel. Leider. Aber ja, sehr geil. Süß, nicht übertrieben süß, aber doch schon süß. Dann Zitrone von allerfeinsten. Schön cremig, Vanille so ein bisschen. Sehr, sehr nice. Und ja, Chanel, was soll ich dazu sagen? Oh, geil, das ist schon geil, ja. Wenn ihr auf Zitronenkuchen steht, dann ist das hier. Dann kommt ihr gar nicht, also wenn ihr auf Zitronenkuchen steht und Düfte, dann kommt ihr an diesen Duft nicht vorbei. Sehr, sehr nice. So, Platz 9 ist Le Mal de Pride Edition, ja. Und die hat es in sich, hier muss ihr aufpassen, wenn ihr das Ding anfasst, kann das mal aus der Hand flutschen, das ist nicht so schön. Dieser Duft erinnert doch sehr, sehr extrem an Louis Vuitton On the Beach, wenn ich nicht ganz falsch liege. Schöne Blutorange, fruchtig, frisch. Aber hier, also ist sehr identisch, nur hier ein bisschen mit DNA von Jean Paul Gaultier und die Le Mal, aber viel stärker. Diesen Duft nehme ich noch nach 10 Stunden wahr. Sehr, sehr nice. Blutorange, Fruchtigkeit, Frische, leichte Süße natürlich auch. Klar, bei Jean Paul Gaultier geht das gar nicht anders. Und ja, die Pride Edition, wenn ihr sie noch bekommen solltet, da kommt ja jedes Jahr immer was Neues raus, ihr solltet auf jeden Fall die holen. Dann braucht ihr definitiv nicht mehr den Louis. Nee, braucht ihr nicht mehr, weil das wäre unnötig, das wäre rausgeschmissenes Geld. Das sage ich so, das ist Real Talk, wirklich. Hier, Pride Edition. Und von der Qualität muss der sich hier null verstecken. Mag sein, dass der, nee, also
Ich wollte ja sagen, mag sein, dass der Louis ein bisschen edler gemacht ist, aber ich kenne den On the Beach. Und ne, nicht wirklich. Also hier, Pride Edition, sehr, sehr geil. Geil. So, Platz 8. Platz 8 ist Bois Imperial. Ja, der darf natürlich nicht fehlen. Der darf einfach nicht fehlen. Ja, geht in die Richtung Ganymede, aber hier haben wir eine Bleistiftnote. Ja, ist auch extrem, ja, synthetisch auch, aber eine, ja, wie frische Wäsche. Extrem auf die Fresse. Passt sogar. Ihr müsst aufpassen bei diesem Duft, sorry, ihr müsst aufpassen bei diesem Duft. Der kann, ihr müsst ihn richtig dosieren, der kann ganz extrem stark sein. Auch wenn ihr das nicht selber macht. Der kann auch anderen auf die Eier gehen. Ne? Also wirklich, er kann anderen auf die Eier gehen, aber sehr, sehr nice. Ein geiler Duft, der lange hält, der lange ausstrahlt, der sehr stark ist, der einfach sauber, clean riecht und einfach wie frische Wäsche, plus diesen Ganymede-Style. Den Ganymede kann ich immer schwer erklären, das ist einfach ein ja, Weltraumduft, sage ich immer dazu, dieser Planetenduft, ganz extrem, ja, mit Safran natürlich verbunden, aber ich glaube hier, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ist auch das drin sein ein bisschen, aber Fakt ist, sehr, sehr geil, sauber. Sauberer Duft, richtig geil. Bois Imperial, sehr, sehr nice. So, Platz 7 kommt wieder Guerlain, wie ich immer so schön sage, Guerlain, und zwar L'Homme Ideal Cologne. Ja, das darf ich natürlich nicht vergessen, weil sonst lyncht mich meine Frau. Das ist ihr Lieblingsduft an mir. Dann ist Endstation, wenn ich den trage. Und ja, der ist aber auch geil. Ich habe den immer schon geil gefunden. Haltbarkeit leider schwach, muss man sagen. Ausstrahlung leider auch nicht so stark, obwohl nicht mal mehr war, als wie jeder selber natürlich wieder. Aber das Ding ist, viele haben über den gemeckert. Nein, Mandel, Zitrone im Sommer, nein. Aber nachdem er eingestellt worden ist, auch der leider natürlich eingestellt, ich habe noch 2 Backups, ist das auf einmal geiler Duft, hier geiler Duft, da. Der war immer schon geil. Man muss den nur lieben. Wirklich. Die Mandel mit der geilen Zitrone, das ist ja keine übertriebene Mandel. Das ist auch nicht eine so, hat mit süß auch nichts zu tun. Es ist einfach eine schöne Zitrik, dann leicht im Hintergrund die Mandel, auch cremig, aber hauptsächlich Zitrone. Sehr geiler Duft. Ist gut zu tragen, wenn man im Garten zum Beispiel sitzt. Ist das ein sehr geiler Duft. So, Platz 6. Ja, Louis Vuitton Imagination. Platz 6, ja. Ich glaube, letztes Jahr war er höher, aber da sind eben auch andere jetzt. Und ja, was soll ich sagen, der ist nicht umsonst so gut bewertet. Viele meinen, dass das übertrieben ist. Aber die Frische, dann eben die Teenote, die dieser Duft beinhaltet, ist schon wirklich sehr nice. Hält auch 8, 9 Stunden, das macht es auch aus. Hat eine Qualität, die wirklich sehr nice ist. Und ja, wenn ich hier rieche, es ist schon ein Traumduft für den Sommer. Wenn es wirklich warm ist, wenn ihr das ist Endstation. Das ist im Endeffekt Endstation. Nur die anderen, die jetzt kommen, sind vor ihnen. So, dieses Jahr. Das ist einfach so. Und der ist nice. Solltet ihr definitiv testen. Unbedingt für den Sommer. Ich bin auch der Meinung, in der Sammlung haben. Ja, die Teenote da drin macht es auch aus. Ne? Also sehr, sehr nice. Louis Vuitton. So, Platz 5 kommt von Simone Andreoli und zwar Malibu Party in the Bay. Ja. Was für ein Sommerduft. Was für ein Sommerduft. Zitrisch. Kokosnuss von allerfeinsten. Frische Kokosnuss. Dann die Zitrik. Nice. Ja, Virgin Island Water lässt grüßen von Creed. Aber jetzt kommt's. Nicht synthetisch. Haltbarkeit. Ich rieche die nach 12, 13 Stunden auf der Haut noch. Und es kommt manchmal noch was rüber. Nice. Absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Das schafft der Creed nicht. Und ich habe den Creed geliebt. Den hatte ich leer gemacht. Ich habe ihn geliebt. Kaufe ich nur nicht mehr, weil Creed verwässert alles. Es ist einfach nicht mehr das, was es war. Aber hier habt ihr Malibu. Party in the Bay. Ja.
Und ihr habt ja das. Also, da mag sein, dass er bei anderen nicht so lange riecht. Ja, okay, aber bei mir, ich nehme den so lange wahr und das finde ich geil. Und denn das ist ein Traum. Auf Platz 5, ja, weil ich die anderen davor legen musste. Frag mich nicht warum, es ist schwer, die letzten 5. Oh, geil. Also, selbst wenn man nicht Kokosnuss macht, den werdet ihr lieben. Testet ihn. So, Platz 4 halte ich mich ein bisschen kürzer. Orange Flamingo. Brutale Haltbarkeit, brutale Silage und einfach frische Wäsche mit Orange. Orange. Ja. Der Flamingo, der um euch den spanischen Tanz macht. Leute, geiler Duft, wirklich. Sage ich immer wieder, gehört immer im Sommer in die Sammlung. Das ist einfach so und er wird immer oben anzusiedeln sein. Er ist einfach geil. Weil ihr habt Power ohne Ende, da müsst ihr bei Marx und so keine Angst haben. Und der ist einfach geil. Wer den noch nicht hat, was frische Düfte angeht, kaufen. So, Platz 3, ja. Ich hätte nicht gedacht. Seetank ist in diesem Duft. Und das auf Platz 3, Acqua di Sale von Profumo Roma. Ein Duft, ein Traum. Ihr werdet es nicht glauben. Und der kommt gut an. Selbst bei Frauen. Wenn es warm ist, ab 23 Grad, hier dran riechen, das macht nicht jeder. Aber wenn ihr den auf der Haut habt und dann ab 23 Grad im Schatten hier immer gerechnet und dann kommt natürlich das, wenn ihr in der Sonne steht, dann entfaltet der Duft sich von allerfeinsten. Brutal. Denn so eine Art, ich weiß gar nicht, Minze oder auch Eukalyptus, es kühlt ab und dann der Seetang und das ist geil. Das ist nicht zu vergleichen mit Megameer, auch nicht mit Squid. Geht in die Familie, aber Squid ist auch süßlich, eher zu Squid. Okay, eher zu Squid, aber nicht so Megameer. Megameer ist wirklich salzig auf die Fresse und so, ne? Aber hier auch brutale Haltbarkeit bis 10 Stunden. Und auf den Klamotten habt ihr den übrigens noch 4 Tage. Geil, Acqua di Sale. Wirklich, das ist ein 10-Sterne-Sommerduft für mich. So, Platz 2, ja, ist auch ein Meisterwerk für mich. Jetzt kommt so, und das ist so und so jetzt. Montabacco Verano von Omont Jane. Das ist ein Traum. Einen frischen Duft zu kreieren, der eine leichte Fruchtigkeit hat, auch eine Zitrik drin hat und den Tabak. Leder, Tabak. Oh, also ganz ehrlich, das muss man erstmal hinbekommen. So, und das war Platz 1 war schwer. Meine Frau hätte den auf 1 gesetzt. Meine Frau hätte den, der auf 1 kommt, auf 11 gesetzt. Das ist nicht so ihr Ding. Aber den hätte sie auf 1 gesetzt. Also wer den noch nicht kennt, Leute, wenn ihr Tabakdüfte mögt, man kann Tabak, ich sage ja immer, tragt wann und wie ihr was wollt. Aber man muss ja ein bisschen aufpassen, wenn es 25, 28 Grad sind, ist ja klar. Aber der Duft funktioniert. Gute Haltbarkeit, bombastische Haltbarkeit. Sehr nice und einfach ein Meisterwerk in meinen Augen. So, jetzt kommt Platz 1, ja, Raja Parfums mit Isola Blue oder auch Oligarch, ja. Das ist einfach die Qualität, leichter Oldschool, Zitrik, Fruchtigkeit, Barbershop-Feeling, irgendwas Grünes. Das ist ein Meisterwerk, Punkt. Und deswegen auf 1 dieses Jahr 2023 mit sauguter Haltbarkeit auch dazu. Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Teuer, ja, aber Qualität von allerfeinsten. Deswegen Platz 1. Aber es war schwer, weil oder Platz 2, Platz 3, Platz 4, alle saugut, aber tja, Raja Parfums, da kommt dieses Jahr keiner dran vorbei. Ja, mehr muss ich eigentlich sagen. Das waren meine Top 10 Sommerdüfte. Schreibt mal unter, was tragt ihr so. Natürlich, gleich vorweg, es gibt noch so viele andere Düfte. Ich kann aber nur eine Top 10 machen. Ich habe ja schon plus 2 gemacht. Ich könnte ja plus 30, 40 machen. Es gibt viele gute Düfte, es gibt viele geile Düfte. Es ist geil, dieses Hobby zu teilen mit euch. Und es ist überhaupt geil, dass es sowas gibt. Und ja, schreibt mal unter, was tragt ihr so im Sommer und kennt ihr diese Düfte, was haltet ihr von diesen Düften, was haltet ihr zum Beispiel von Party in the Bay, wenn ihr ihn kennt und so weiter und so fort. Ja, und dann sehen wir uns, denke ich mal, bald wieder. Mach's gut.